just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Dieser Staub- und Wischroboter, 299 €. Ein Billigmodell? Genau das will ich gemeinsam mit euch herausfinden. Hallo und willkommen auf Tech for Fun. Heute checke ich für euch den Tevsor S7 Pro, ein Staub- und Wischroboter mit Lasernavigation, langer Akkulaufzeit und einer hohen Saugleistung. Also das sagt zumindest der Hersteller. Ja, was ist dran an diesen Werbeversprechen? In diesem Video ein schnelles Unboxing, wir schauen uns die App an, die Einrichtung und dann geht es natürlich in den Praxistest. Ich checke mal das Ding auf Herz und Nieren. Was kann der? Los geht's! Als allererstes Bedienungsanleitung. Einmal der Wischmopp hier und der Wassertank. Reservewischmopp, Filter, Netzteil fürs Ladegerät und hier ist er, der Tevsor S7 Pro. Dann hier eine kleine Bürste und die Bürsten, die ihr fürs Staubsaugen braucht. Es sind gleich, wenn ich es rausbekomme, Sakrament, kommst du jetzt? Nochmal zwei Reservebürsten dabei, Fernbedienung und Gewalt. Die kleine Andock- und Ladestation. Hallo? Das war's. Ich räume ein bisschen auf und dann schauen wir uns mal die technischen Daten an. Ja, auf der Oberseite habt ihr hier den sogenannten LiDAR-Scanner, der ist leicht gedämpft. Der ist also für die Kartografierung eurer Räume da. Dann habt ihr hier die Bumper, also Hindernisvermeidung im Prinzip. Und auf der Rückseite gibt es einmal eine Bürste. Bei den Premium-Modellen habt ihr oft zwei gegenseitig laufende Bürste. Dann habt ihr hier ganz gut farblich gekennzeichnet einmal diese Bürste, wird hier einfach draufgesteckt und die orangene Variante kommt dahin, wo es orange ist. Erinnert mich ein bisschen an die Propellerbefestigung bei Drohnen. Dann sind hier die Ladeadapter oder die Ladeanschlüsse und hier habt ihr Absturzsensoren. Das war es dann eigentlich auch schon. Mitgeliefert wird eine Fernbedienung. Damit könnt ihr Saugprogramme starten, pausieren. Ihr könnt den Roboter ja wie eine Fernbedienung navigieren. Ihr könnt ihn nach Hause schicken und ihr könnt die Saugleistung einstellen. Ja, eine Batterie ist nicht dabei, müsst ihr euch unbedingt kaufen. Ja, und wie gesagt, navigiert wird beim S7 Pro durch die LiDAR-Navigation, also durch einen Laser, der eure Räume vermisst. Wie gut er das macht, checken wir später. Der Akku hat eine Kapazität von 5200 mAh. Was heißt das? Ganz konkret sagt der Hersteller, so roundabout 180 Quadratmeter schafft er mit einem Reinigungslauf, mit einer Akkuladung. Gewicht mit den Tanks ungefähr 4 Kilo und die Höhe ist ja 10 cm. Da müsst ihr mal selber zu Hause schauen, ob er da unter alle Möbel durchkommt. Der Behälter für den Staub fasst rund 600 Milliliter. Das ist ein absolut guter Wert. Hier könnt ihr ihn aufmachen für den Filterwechsel. Und die Entleerung ist auch relativ simpel. Hier einfach aufmachen und dann könnt ihr ihn einfach entleeren. Beim Wassertank habt ihr 350 Milliliter zur Verfügung. Hier oben ist dann der Wischmopp drauf und hier ist es ähnlich. Kann man hier entleeren und eingefüllt wird, hier, dass ihr es nochmal seht, der Wischmopp, gibt es einen Ersatzwischmopp dazu und eingefüllt wird das Ganze hier, den Proppen aufmachen und dann bis zur Markierung füllen. Kommen wir kurz zur Saugkraft. Die wird vom Hersteller mit 6000 PA angegeben und das ist ein absoluter Premiumwert. Das muss man eindeutig sagen, das ist Oberklasse. Was heißt das eigentlich? PA oder Saugkraft? Ja, das ist die Druckdifferenz, also der Unterdruck, der beim Saugen entsteht. Und das wird in PA angegeben und PA steht übrigens für Pascal. Kurz und knackig, je höher die Druckdifferenz, also der PA-Wert, desto besser ist die Saugleistung. So, und das reicht jetzt erstmal an Daten und Fakten. Ich habe jetzt echt Lust, das Ding zu testen. Vor allen Dingen, wie ist die App, wie funktioniert die Hinderniserkennung. Das werde ich wieder mit unserem Hund, mit der Bella machen, die ganzen Stofftiere dort mal ausbreiten und mal sehen, wie er sich da schlägt. Und natürlich allen voran, wie gut ist die Wischleistung, wie gut ist die Saugleistung. Ich nehme das Ding jetzt mit nach Hause, da muss mal ordentlich gesäubert werden und wir sehen uns gleich wieder. Hier ist er nun, der Tevsor S7 Pro.
Freunde, 36 Grad in Berlin. Da will man nicht staubsaugen, nicht putzen. Da ist eigentlich aber schon auch die Einrichtung eines Staub- und Wischsaugroboters zu viel. Aber wir machen das jetzt und ich bin auch echt gespannt. Also, die App selber heißt Tessor oder ihr macht das Ganze über einen QR-Code. Unten am Staubsaugerroboter ist ein QR-Code, scannen und dann wird die App runtergeladen. Ja, und das Einrichten ist auch relativ simpel. Wichtig, kein 5 GHz Netzwerk, euer WLAN muss 2,4 GHz haben. Ihr verbindet euch erst einmal mit eurem WLAN, gebt euren Sicherheitsschlüssel, euer Passwort ein. Dann gibt es eine Verbindung mit dem WLAN des Roboters und darüber greift er dann auf euer WLAN zu. So, das haben wir jetzt gemacht. Dann schauen wir uns mal die App an. Und dann habt ihr derzeit keine Karte. Klar, er hat noch keinen Kartierungslauf gemacht. Das machen wir jetzt. Das heißt konkret, er schaut sich genau eure Wohnräume oder euren Wohnraum an mit dem LiDAR-Scanner, scannt den ganz genau und ihr habt ja im Prinzip so eine Art Grundriss von eurer Wohnung oder eurer Etage. Dann gibt es hier oben eine Situation, die 3 Pünktchen, die Fernbedienung, eine Kartenverwaltung. Ihr könnt das Lüftergetriebe auf schnell, laut oder leise mit viel Power einstellen, Stimmen und Lautstärke und so weiter und so fort. Also sehr komplex. Ein bisschen komisch ist teilweise die Übersetzung. Ja, da könnte sich Tessor noch mal ein bisschen mehr Mühe geben und die deutsche Übersetzung überarbeiten. Die ist teilweise hanebüchend. Okay, dann starten wir das Ganze doch mal. Reinigung planen, machen das hier ein bisschen weg. Reinigung hat begonnen. Und gehen jetzt mal hier aus dem Weg. Ja, und ihr seht jetzt, er kartografiert jetzt quasi die Räume. Und parallel auf der Karte seht ihr schon eine erste Mauer. Die Box lassen wir jetzt ruhig mal stehen. Und das macht er auch recht flott und dabei wird auch schon gestaubsaugt. Die Kartografierung ging schnell und er hat alle Räume wunderbar gescannt. Ihr könnt dann in der App bestimmte Bereiche sperren, also so virtuelle Sperren einrichten, bestimmte Räume natürlich Namen geben und dann ja, später selektiv auswählen, ob alles gereinigt werden soll oder nur bestimmte Räume. Jetzt wechseln wir hier den Behälter. Das heißt, jetzt kommt der Wisch- und Saugtest extrem im Zeitraffer. Ja, ich habe wie immer ein bisschen was vorbereitet. Bisschen Kekse, Krümel, Dreck, Sesam. Mal schön auch in die Ecken rein. Und dann so eine richtige Schweinerei. Ein bisschen Erde und das lassen wir jetzt gleich schön eintrocknen, damit wir mal sehen, wie der S7 Pro damit fertig wird. Also das sieht schon ziemlich fies aus. Ja, also dann mal viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie er das schafft. Reinigung hat begonnen. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. So, das Ergebnis? Ja. Grundsätzlich also hier in der Mitte war der ganze Dreck, die Erde, eingetrocknet. Die ist gut weg. An manchen Stellen hier in den Ecken sind noch ein paar Körner. Aber im Großen und Ganzen ist das ein super Ergebnis. Schauen wir mal, das interessiert mich, wie die Hinderniserkennung ist, wenn der Staubsauger mit Stofftieren umgeben ist. Hindernisse sind aufgebaut, die Stofftiere von Bella. Und jetzt gucken wir mal, wie der S7 Pro hier richtig navigiert. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap. Okay, das Schwein umfährt er. Das ist super, aber er schiebt es auch zur Seite. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna Lass das Nilpferd leben. Okay, ihr seht, ja, das geht deutlich besser. Das müsst ihr erkennen.
Die sind auch nicht so klein, die Stofftiere, dass er die jetzt hier einmal durch den Raum schiebt. Da sollte er eigentlich drum rumfahren, wie er es jetzt macht. Genau. Da kommt er nicht rein, egal. Okay, also bei dem normalen Reinigungslauf habe ich das gesehen. Er stößt manchmal an, macht das aber trotzdem ganz gut. Und jetzt fährt er Karussell mit Hund und Nilpferd. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap. Das geht besser. Tessor S7 Pro. Billig oder taugt er was? Die Saugleistung, ihr habt es gesehen, ist wirklich sehr gut. Die Wischleistung ist gut. Natürlich, ihr habt keine vibrierenden oder rotierenden Wischmops. Das ist ganz klar, das ist der Premium-Klasse und den deutlich teureren Modellen vorbehalten. Also die Lautstärke im höchsten Power-Modus fand ich ein bisschen zu laut und die Hinderniserkennung hat sich so manchmal ein bisschen schwer getan. Im Großen und Ganzen bekommt ihr aber für 299 € einen wirklich soliden und guten Wisch- und Saugroboter. Und die Verarbeitung, also die Qualität, ist dazu auch noch gut. Etwas unangenehm und ein bisschen eklig fand ich die Entleerung des Wassertanks. Wenn ihr also im Wischmodus seid, ihr habt den Wassertank eingelegt, klar, da kommt Dreck, Schmutz, Staub zusammen mit Wasser. Das ergibt dann eine ziemlich eklige Pampe und ja, da ist es nicht mit Ausschütteln getan oder Auswaschen, das müsst ihr richtig dann säubern. Das war meine Review zum Tessor S7 Pro. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine tolle Woche. Tech for Fun.